Das ist unsere Verfassung, das Grundgesetz vom 23. Mai 1949. Manche behaupten, das ist gar keine Verfassung, denn da steht ja Grundgesetz und nicht Verfassung. Stimmt das oder stimmt das nicht? Diesen Mythos möchte ich hier widerlegen und ich sage es gleich am Anfang, denn es ist ein Faktencheck und kein Krimi. Natürlich ist das Grundgesetz unsere Verfassung. Aber warum heißt es denn dann Grundgesetz und nicht Verfassung? (1949) wollten die westlichen Alliierten, dass sich Westdeutschland eine Verfassung gibt. Aber man hatte Angst auf westdeutscher Seite, dass das die deutsche Teilung zementiert. Und das wollte man in gar keinem Fall. Und deshalb hat man sich dann als Kompromiss darauf geeinigt, das Ganze Grundgesetz zu nennen, um die Vorläufigkeit auch im Namen deutlich zu machen. Aber warum hat man dann 1990 eigentlich nicht den Begriff der Verfassung gewählt? In Artikel 146 des Grundgesetzes gibt es sogar den speziellen Auftrag, im Fall der Wiedervereinigung eine neue Verfassung sich zu geben. Das ist nicht passiert. Und das ist deswegen nicht passiert, weil es eine einzigartige historische Konstellation gewesen ist und man einen großen Zeitdruck hatte auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war es so, dass sich das Grundgesetz bewährt hat. 50 Jahre lang in der Praxis. Und sich gezeigt hat, dass wir nicht nur eine Verfassung haben, sondern eine gute Verfassung haben. Aber was macht eigentlich so eine gute Verfassung aus? Das ist der Dreiklang. Demokratie, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Rechtsstaatlichkeit, der Staat ist an Recht und Gesetz gebunden. Und dazu gehört dann auch Menschenrechte und Menschenwürde, die gewahrt werden müssen. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Religionsfreiheit etc. All das sieht das Grundgesetz vor und dazu auch noch die Pflicht, Frieden in der Welt zu schaffen, sich an das Völkerrecht zu halten. Das ist wirklich eine gute Verfassung. Das ist der Grund, dass wir an dem Grundgesetz in dieser Form auch festgehalten haben. Aber es gibt vielleicht noch einen Punkt und der ist, wieso gab es eigentlich nie eine Volksabstimmung? Das wäre doch eigentlich genau das Richtige, dass das ganze Volk, von dem die Staatsgewalt ausgeht, über dieses Grundgesetz, über unsere Verfassung abstimmt. Das ist nie passiert. Das ist auch nicht ganz unproblematisch, aber durch die Wahlen zeigt sich in den 50er Jahren mit über 80% Wahlbeteiligung und auch heute noch mit weit über 70% Wahlbeteiligung, dass grundsätzlich die Zustimmung in der Bevölkerung zu diesem Grundgesetz, zu dieser Verfassung besteht. Man spricht sogar von Verfassungspatriotismus. Und die Zustimmungsraten des wichtigsten Hüters der Verfassung, des Bundesverfassungsgerichts, sind ungebrochen hoch. Dennoch gibt es Feinde der Verfassung. Rechtsextremisten, Reichsbürger, islamistische Terroristen. Und hier gilt es, die Verfassung zu verteidigen. Das müssen wir nicht, denn wir leben in einem freiheitlichen Staat. Aber wir sollten es tun, um den Wohlstand und die Freiheit, die dieses Grundgesetz garantiert, zu wahren und zu schützen. Wir können das tun, indem wir an der Wahlurne uns betätigen, in politischen Parteien, anders politisch uns betätigen, im täglichen Gespräch mit Freundinnen und Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen. Und das ist meines Erachtens wirklich ganz entscheidend, um unsere Verfassung zu schützen. Kurz gesagt, die Verfassung, das Grundgesetz gilt und es ist wirksam. Und dass es so bleibt, das hat auch mit jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns zu tun.